Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, Identität, dein Selbstbild. Warum dein Selbstbild eigentlich das Zentralste ist, was du zum Manifestieren brauchst. Und ich möchte dir heute mitgeben, was noch entscheidender ist, dass du dein Selbstbild, deine Realität da draußen selber verändern kannst. Denn vielleicht kennst du das. Du wünschst dir was, du willst etwas Neues manifestieren und irgendwie funktioniert es ja nicht. Denn alles, was du heute im Außen hast, ist nicht, was du dir wünschst oder was du erträumst, sondern ist alles das, was du über dich denkst, was du über die Welt denkst, was du als deine Identität festgelegt hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Birgitta Bebensee. Wenn du hier neu bist, hier dreht sich alles rund um das Thema Manifestieren, von innen nach außen kreieren, wie du das lernen kannst, wie du das Schritt für Schritt wirklich umsetzen kannst in deine Welt. Wenn dich das genauso inspiriert, wenn dich das beschäftigt und du das willst und Schritt für Schritt lernen willst, dann gib mir ein Like, abonniere diesen Kanal und lass uns diesen Weg zusammengehen. So, jetzt lass uns über das Thema Identität sprechen. Vielleicht hast du schon oft gehört oder auch gelesen, du musst dich erst in den Zustand bringen, wo dein Ziel, dein Wunsch schon erreicht ist. Du musst dich so fühlen. Auch das Gesetz der Annahme von Neville Goddard sagt das, ist ganz klar. Du musst dich in den Zustand bringen, der schon da ist, damit das dann Realität werden kann. Das ist genau richtig. Doch ganz viele und auch ganz viele meiner Kundinnen wissen das theoretisch, können es aber nicht umsetzen und können damit auch gar nicht so viel anfangen, weil dann kommt die ganze Verwirrung, wie soll denn das gehen? Und genau darüber möchte ich jetzt gleich mit dir noch weiter sprechen. So, was ist denn überhaupt deine Identität? Was heißt das überhaupt? Was ist überhaupt dein Selbstbild? Da wird viel drüber gesprochen und das kann man aus unterschiedlichen Sichtweisen sehen. Dein Selbstbild ist bei den Psychologen oder in der Psychologie das, was du über dich denkst, das, was du glaubst, wer du bist. Ich bin fleißig, ich bin strebsam, ich bin ehrgeizig, ich bin faul, ich kann das nicht. Das ist alles auch Teil deines Selbstbildes. So, dann ist aber auch Teil deines Selbstbildes die ganzen Erfahrungen, die du mitgenommen hast aus deiner Vergangenheit, die ganzen Resultate, die du bisher hattest. Ja, vielleicht hast du ganz oft was ausprobiert und es hat nicht funktioniert und dann hast du dir gesagt, okay, bei mir klappt das nicht. So, dann sind das aber auch tief sitzende, unbewusste Dinge, die dir vielleicht gar nicht so klar sind, die du einfach so übernommen hast, auch wie du die Welt siehst, ist deine Identität, ist dein Selbstbild. Welche Sichtweise, welche Brille du auf die Welt hast. Zum Beispiel die Brille. Ich hatte immer die Brille, die hatte ich übernommen von meiner Mutter. Das Leben ist ein Kampf. Das ist eine Brille. Wenn du diese Brille aufsetzt und das als deine Identität mit betrachtest, dann hast du diese Erwartung, das Leben ist ein Kampf. Und was spiegelt dir dann dein Leben? Dein Leben spiegelt dir Kampf. Dein Leben kann dir nicht Leichtigkeit spiegeln. Dein Leben kann dir nicht spiegeln, das Leben ist schön und leicht, wenn das in deiner Identität abgespeichert ist. So. Und Identität ist aus neurowissenschaftlicher Sicht auch da, wo du gewohnheitsmäßig immer hindenkst. Das heißt das, wo deine Nervenzellen immer als Synapsen miteinander reagieren. Du bist es gewohnt, so zu denken, so zu fühlen und zu handeln. Und alles zusammen ist deine Identität. Jeder schaut ein bisschen anders drauf. So, aber das Schöne, das Wundervolle daran ist, deine Identität ist nicht in Stein gemeißelt. Deine Identität kannst du verändern. So, und als ich das begriffen hatte, dass das geht, weil die Identität zu verändern, ist theoretisch und auch praktisch im Grunde super easy, weil es ist nur eine klare Entscheidung. Jetzt wirst du sagen, okay, eine klare Entscheidung, ich habe schon oft eine Entscheidung getroffen. Ich habe schon oft entschieden, ich will jetzt diesen Weg in die Selbstständigkeit gehen. Oder ich habe schon oft entschieden, ich will jetzt abnehmen. Ich habe schon oft entschieden, ich will das und das. Oder ich
noch besser, ich bin das und das. Ja, vielleicht hast du es schon oft entschieden. Doch im nächsten Moment hast du vielleicht eine Gegenentscheidung getroffen, weil du im Außen noch nicht das gesehen hast, was du gerne hättest sehen wollen. Und dadurch ist deine erste Entscheidung und deine zweite Entscheidung sind gegensätzlich. So, wenn du entschieden hast, ich bin reich und guckst auf dein Konto und bist pleite, dann sind das eine Entscheidung, zweite Entscheidung, ich bin ja pleite. In dem Moment kann sich das im Außen, ist das nicht kongruent oder wie Joe Dispenza sagen wir, ist nicht kohärent, ist nicht eindeutig. Das heißt, deine Identität darfst du trainieren, dass sie eindeutig das Signal immer wieder, es ist manchmal langweilig, immer wieder das gleiche Signal nach außen sendet. Durch Gedanken, durch bewusste Entscheidung, durch Tun, dass du damit Schritt für Schritt deine Identität veränderst. Im Grunde ist es leicht. Im Grunde ist es eine Entscheidung. Doch oft zappeln da uns die alten Sachen immer wieder mit rein. So, ich sage immer ganz ehrlich, deine Identität zu verändern ist ein Training. Weißt du, wie viel ich in meinem Leben schon aufgeschrieben habe? Aufgeschrieben, wie ich bin, wie ich neu sein will. Manchmal hat es super funktioniert. Super. Weil ich konsistent da dran geblieben bin. Manchmal bin ich nicht konsistent genug da dran geblieben und dann hat es wieder nicht funktioniert. Das heißt, deine Realität in der 3D-Welt verändert sich nach der Konsistenz, wie du dich immer wieder entscheidest, diese neue Identität zu sein. Also trainiere es. Ich sage immer so schön, trainiere es wie ein Muskelaufbau. Ja? Geh nicht ins Fitnessstudio und trainiere einmal super, super, super doll, dann hast du den totalen Muskelkater, sondern mach es in kleinen Schritten. Werde dir erstmal klar, wer du sein willst, wie du dich fühlen willst, wer du sein willst, welche Ergebnisse du haben möchtest. Und dann machst du das im Innen und dann trainierst du das. Schritt für Schritt. Es macht Spaß. Es ist ein Gesetz. Es muss sich im Außen zeigen, wenn du konsistent dran bleibst, dein Selbstbild zu verändern. Und wenn du dann konsequenter dran geblieben bist und das immer wieder übst, dann schwöre ich dir, dann weiß ich. Und das weiß ich nicht, weil ich das weiß, Birgitta Bebensee, sondern weil ich eigene Erfahrungen gemacht habe, sondern weil die Wissenschaft das sagt. Dann wird dein Außen, weil dein Außen ist immer dein Spiegel, dir das genau spiegelt. Und genauso habe ich das geübt und habe in den 3 Monaten in meinem Leben 100.000 € manifestiert. Ich konnte es dann erstmal nicht halten, weil mein Nervensystem auch noch nicht da war, um es zu halten. Doch es hat funktioniert und es geht. Und wenn du das wirklich üben willst, wenn du das wirklich umsetzen willst, wenn du ein neues Selbstbild aufbauen willst, wenn du neue Ergebnisse haben willst in deiner 3D-Welt, wenn du das lernen willst und dann auch halten lernen willst, weil dann kommt jetzt wieder dein Nervensystem dazu, dann melde dich hier unten zum Klarheitsgespräch an. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen. Wir gucken ganz unverbindlich, was kann ich für dich tun, dass du dein Selbstbild so veränderst, deine Identität konstant, nachhaltig, denn das habe ich schon mit ganz vielen Frauen in den letzten 8 Jahren, 9 Jahren gemacht. Wenn du das üben willst, dann melde dich hier unten an. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Deine Birgitta.